Hallo, hier ist Meini. Bayern ist das wichtigste wirtschaftliche Bundesland Deutschlands. Denken wir an Bayern, dann denken wir an schöne Klöße, Weißwurst, wobei ich nicht weiß, ob die Weißwurst hier jetzt auf die Pro- oder auf die Kontraliste kommt. Und natürlich an die Bayerisch-Creme. Oh Moment, in diesem Fachbuch steht, die Bayerisch-Creme wird zubereitet, indem man eine Englisch-Creme macht, eine Creme Anglaise, dann hebt man Sahne und Gelatine drunter und dann ist die Bayerisch-Creme fertig. Während wir jetzt darüber nachdenken, wie bayerisch die Bayerisch-Creme eigentlich ist, zeige ich euch schnell, wie man sie zubereitet. Wir können jetzt alle eingeblendeten Zutaten direkt in einen Topf oder auf ein Wasserbad geben und das Ganze auf 80 Grad erhitzen. Da es aber ewig dauert, die Milch auf einem Wasserbad heiß zu kriegen, mache ich die Creme direkt in einem Topf. Wenn ihr das auch so macht, passt bitte auf, dass die Temperatur nicht über 80, maximal 85 Grad steigt, sonst flockt eure Creme und ihr müsst von vorn anfangen. Ich erhitze die Milch, Vanille und Salz, während ich die Eigelbe mit der Zuckermenge vermische. Wie gesagt, ihr könnt alles auf einmal in einen Topf reingeben. Dann temperiere ich die Eimasse schluckweise mit der heißen Milch und gebe sie dann zu der restlichen warmen Milch in den Topf. Was temperieren bedeutet, habe ich euch bereits in dem oben eingeblendeten Video Creme Patissier bzw. Konditorcreme bereits erklärt. Wenn die Creme zu rosa abgezogen wurde, das heißt etwa auf 80 Grad erhitzt wurde und dadurch eine gewisse Dicke bzw. Cremigkeit erreicht hat, ist das unsere fertige Creme Anglaise. Ihr erinnert euch noch bestimmt an den Begriff zur Rose abziehen. Das war das, wo man die Creme auf dem Holzlöffel angepustet hat und wenn sich rosenförmige Wellen gebildet haben, war die Creme fertig. Heutzutage wird dieses Verfahren nicht mehr angewendet, weil es unhygienisch ist, auf die Produkte zu pusten. Aus dieser noch warmen Englisch-Creme machen wir jetzt die Bayerisch-Creme, indem wir die eingeweichte Gelatine in der warmen Creme auflösen, das Ganze passieren, auf einem kalten Wasserbad auf Zimmertemperatur kalt schlagen und die steife Sahne drunter heben. Noch im flüssigen Zustand solltet ihr die Creme in Förmchen und Gläser abfüllen und im Kühlschrank mindestens 3 Stunden kühlen, damit die Gelatine greift. Ich verwende sie unter anderem für Charlotte Royale oder Charlotte Russe. Wenn ich die Videos der Charlottes online gestellt habe, verlinke ich sie hier oben. Die Bayerisch-Creme hat eine relativ weiche, luftige und mousseartige Konsistenz und ist wirklich ein Klassiker, der immer gut ankommt. Noch mehr Cremes findet ihr oben in der eingeblendeten Playlist. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Zubereitung.